Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee die ehemalige CEO von TLGG Frenzy Kühne und die neue CEO Stefanie Lüdecke. Und also man hört ja immer mal wieder, dass eigentlich das Gespräch darum geht, dass Frauen anders führen als Männer. Stimmt das überhaupt? Ich bin ehrlicherweise ein bisschen müde, diese Fragen zu beantworten, weil ich mir sowohl von Männern als auch von Frauen wünsche, dass sie authentisch sind, dass sie selbstkritisch sind, reflektieren können, kommunikationsstark. Das sind vielleicht so Themen, die man tendenziell immer Frauen gerne zuschiebt, dass sie sagen, okay, emotional und transparent kommunizieren, aber es gibt genauso viele gute Männerbeispiele, die das einfach sehr gut in Unternehmen machen. Und auf der anderen Seite haben wir es mit sich stark verändernden Märkten zu tun. Da ist Entscheidungsfreude gefragt, Mut, nach vorne treten, Verantwortung übernehmen, Attribute, die man traditionell vielleicht eher Männern zuschreibt. Aber auch da finden wir viele gute Beispiele, wo Frauen in diesem Bereich sehr stark nach vorne treten. Und von daher glaube ich, ist dieses Bild einfach ein altes zwischen Männern und Frauen, wie unterschiedlich da Führungsstile sind, sondern wir müssen uns angucken, wie agieren erfolgreiche Leute am Markt. Und da werden wir sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Führungskräften immer Anteile in all diesen Themen sehen. Und je nach Persönlichkeit sind die unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich glaube, dieses genderspezifische Kompetenzfeld, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Na, und auch, dass die Unternehmen denken, je nachdem, wie lange jemand da ist, muss er in der Hierarchie hochsteigen und dann irgendwann Führung übernehmen. Das passt halt nicht mehr. Also wenn jemand lange im Unternehmen ist, sollte der schon mehr Verantwortung übernehmen, weil er einfach mehr kann und das Unternehmen besser kennt. Aber das heißt nicht automatisch, dass er diesen Führungspfad nehmen muss, sondern es kann auch eine fachliche Kompetenz sein und dann in dem Bereich aufleveln. Also genauso haben wir es auch gemacht im Consulting, dass wir People Leads haben und Delivery Leads, also Leute, die Fachverantwortung haben und die Führungsverantwortung haben, weil auch nicht jeder Bock auf Führung hat. Das ist ja auch eine Fehlannahme. Ja, absolut. Also wenn ich versuche, da mal drüber nachzudenken, was du gerade sagst, wenn Frauen und Männer nicht unterschiedlich führen, dann wäre ja im Führungsstil begründet zumindest nicht das Argument, dass man irgendwie mischen soll, sondern dann wäre es eigentlich eher wahrscheinlich eine soziale Komponente, dass man jetzt über Quoten spricht und ähnliches. Wenn es sich nicht unterscheidet, ob Männlein oder Weiblein, wäre es ja eigentlich egal, ne? Also wie du gerade sagst. Man sollte sich immer für die Besten entscheiden und Diversity ist einfach ein Thema, was, glaube ich, nicht nur auf der geschlechterspezifischen Rolle irgendwie wichtig ist, sagen, irgendwie Sichten von Männern und Frauen auf Sachverhalte, auf Themen, auf Unternehmen zu haben, hilft, aber auch unterschiedliche Nationalitäten, ja? Also sozusagen, es gibt ja immer unterschiedliche Richtungen, aus denen man gucken kann und für uns als Unternehmen, die sowohl andere Unternehmen beraten, als auch für Werbeaktivitäten unserer Kunden stehen, ist es wichtig, verschiedene Zielgruppenperspektiven einzunehmen und dafür ist einfach, je diverser unsere Teams aufgestellt sind, umso mehr unterschiedliche Sichten können wir einnehmen. Und ich glaube, dass es einfach für viele Unternehmen entscheidend ist, heute sich am Markt von immer knapper werdendem Fachpersonal einfach aller Leute zu bedienen, die da draußen Ahnung haben, die engagiert sind und dann stellen sich automatisch hoffentlich diverse Teams auf. Ja, aber das passiert eben nicht automatisch und deswegen gibt es ja so Diskussionen um die Quote, weil es in Unternehmen eben nicht gelernt ist, dass man die Besten nimmt und nach Leistung guckt, sondern da gibt es ab einer bestimmten Ebene diese Boys Clubs, die dann auch immer Männer befördern, weil sie ihnen näher sind. Und wenn man dann sagt, oh, da kommt eine Quote von außen oder man droht mit einer Quote von außen, kommt immer als erstes Argument, aber da sind keine Frauen, also wir finden die einfach nicht. Und auf dem Mittelmanagement und darunter schon zu gucken, dass man Frauen in solche Rollen bringt und dass die eben nach oben gehen, um Erfahrungen zu sammeln, ist wahnsinnig wichtig, damit man eben letztendlich auch so ein divers aufgestelltes Führungsteam haben kann. Also auf die Gefahr, weiter in die Vorurteilsfalle zu laufen. Ich hatte ja eben gerade schon von euch Feedback bekommen, dass meine Modefrage, dass die vorurteilsbehaftet ist. Ich habe jetzt ein anderes Vorurteil, weil ich zumindest mal zeichnen möchte. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das habe, aber das könnte man haben. Das sind natürlich Leute, die in einer Werbeagentur arbeiten, dass die eher so die Hipster sind und dass die irgendwie morgens hier in Berlin wahrscheinlich aus dem Berghain kommen und dann so hier hinkommen. Und so dieses Bild hat man jetzt vielleicht, wenn man in einem Pharmaunternehmen arbeitet oder beim Automotive-Konzern von einer Werbeagentur. Was stimmt daran, was stimmt daran nicht?
Ich weiß gar nicht, ob unsere Mitarbeiter morgens aus dem Berghain kommen. Ich vermute, dass sie einigermaßen wach sind, ist das nicht der Fall. In der Tendenz haben wir es tatsächlich natürlich mit jüngeren Leuten zu tun, die in der Werbeindustrie arbeiten. Wir haben ein Durchschnittsalter von rund 30 Jahren. Irgendwie, das ist vielleicht nicht in jeder Industrie in gleichem Maße so. Von daher sozusagen mag das an der Stelle stimmen. Ansonsten bringen die Leute einfach sehr viele unterschiedliche Sachen mit und sie sind vielleicht jung und hip und interessieren sich für viele neue Themen, was für uns einfach wichtig ist, weil wir natürlich neue Märkte verstehen wollen und je mehr unsere eigenen Mitarbeiter diese Skills mitbringen, weil sie sich selber in diesen Umfeldern bewegen und Interesse an bestimmten Themen haben, umso wertvoller ist das für uns. Und dass andere Industrien möglicherweise auf etwas andere Skills und Interessensgebiete achten, das liegt in der Natur der Sache. Aber viel mehr Klischee würde ich da eigentlich nicht sehen. Ich meine, wenn sie jünger sind, bedeutet das auch, dass die kürzer da sind vielleicht, als jetzt so ein Ingenieur bei Siemens? Also wahrscheinlich ist es eher so 2 Jahre oder sowas, ne, im Durchschnitt. Ich glaube, so 2,5 Jahre haben wir als Durchschnittsverweildauer bei uns. Und dadurch, dass es teilweise der erste Job von den Leuten ist, nach dem Studium ist es auch völlig okay, wenn die dann mal rausgehen und gucken, wo was anderes ist. Besonders schön ist es für uns immer, wenn die Leute dann wiederkommen und gemerkt haben, oh, die Welt da draußen ist gar nicht so schön und dann Rückkehrer sind zu TLG. Das finden wir mal besonders toll. Und macht es das leichter, eine Kultur zu bauen, wenn Leute noch nicht viel Kultur woanders erlebt haben? Oder macht es das schwieriger, weil die einfach noch so viele Basics erstmal verstehen müssen? Aus meiner Sicht macht es die Mischung, dass man Leute hat, die sehr früh in ihrer Jobkarriere sind, die einfach da sehr viel unbedarft daran gehen, sehr offen sind, sich an einer neuen Kultur zu wöhnen oder irgendwie neuen Input zu liefern. Aber auch Leute, die andere Unternehmenskulturen kennengelernt haben, sind super wertvoll, ne? Weil sie irgendwie sozusagen bestimmte Dinge reinbringen können, die wir vielleicht vorher in dem Maße so nicht hatten. Und eine Kultur ist ja nichts, wo Gründer oder das Management sich am Reißbrett hinsetzt und sich überlegt, wie wollen wir gerne sein und das dann irgendwie durchexerziert, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter hier Dinge mitbringen und Führungskräfte und Gründer einfach einen gewissen Style mit ins Unternehmen bringen und zusammen prägt sich eine Kultur. Das heißt, mit jedem Neuen, der reinkommt, kommt ein neuer Aspekt rein, der für das Unternehmen wichtig ist. Und wenn Leute gehen, ist das für uns schade, weil die wissen sehr viel über die Kunden und über unsere Agentur und wir versuchen einfach da auch eine hohe Loyalität zu erzeugen. Aber auch wer gegangen ist, sozusagen, hat was hier gelassen und das ergibt zusammen Kultur. Und von daher ist Fluktuation für die Unternehmenskultur nicht das Problem. Für uns als Unternehmen möglicherweise, weil wir Know-how verlieren und gute Leute mal verlieren. Aber das gehört einfach zu der Arbeitsweise für uns mit dazu. Irgendwie, es gibt ständig sich erneuernde Themen, sowohl draußen am Markt als auch bei uns drin. Und dementsprechend ist es für uns völlig in Ordnung, dass auch Mitarbeiter sich mal nach außen orientieren. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich als Unternehmen attraktiv zu sein, damit die Leute auch Spaß haben, lange zu bleiben. Und in vielen Fällen gelingt es auch. Aber Veränderung ist Teil unserer Kultur. Ich finde es spannend, wie du das gerade beschreibst, weil ich meine, eine Kultur, die ist ja lebendig, wegen der ganzen Leute, die reinkommen und dann da was dalassen, wie du das gerade auch sagst. Und wenn man dann natürlich regelmäßige Zellerneuerung hat, in Anführungszeichen, dann kommt natürlich auch ständig was Neues rein, was ich mir vorstellen kann, was für euch natürlich wichtig ist. Vielleicht wieder anders als bei einem Ingenieursunternehmen, die halt bestimmte Skills einfach brauchen und die Skills müssen auch da bleiben. Also das resoniert auf jeden Fall mit mir. Na, und die Werte, die Grundwerte von TLG, die ändern sich ja nicht. Also die sind festgelegt und das ist das, was immer bleibt. Und Kultur zieht sich ja dann wiederum auch aus Werten, auch aus Haltung und das macht ja dann wiederum die Mischung. Wenn du sagst festgelegt, ist das wirklich was Leute auf dem Name-Badge haben, wie eine amerikanische Firma, oder ist das was alle in einem, irgendwie recyceln können? Wie stelle ich mir das vor? Nee, genau, also wenn ein Mitarbeiter bei uns neu anfängt, dann ist es so, dass es so einen Onboarding-Prozess gibt, wo dann unsere Werte von TLGG, die Vision von TLGG und auch die Strategie dargelegt wird. Ja. Und die Werte sind relativ einfach, also wir haben 5 Werte festgelegt. Und wir haben versucht, als wir die festgelegt haben, das eben nicht als Wandtattoo, was man in der Küche hat, wo Latte Macchiato draufsteht, so zu machen, sondern wirklich spürbar und wirklich leicht verständlich diese Werte zu formulieren, sodass die dann auch auf jeden Prozess, der innerhalb der Firma ist, anwendbar sind und jeder die auch wirklich im Alltag anwenden kann.
Und das ist zum Beispiel auch zitiert in Terminen. Also wenn einer der Werte ist 80% Abstimmung miteinander, aber 100% Engagement dann im Durchsetzen von Themen. Also das heißt, bringt die Leute hinter eine Idee, wenn wir was Neues umsetzen wollen, aber lebt damit, dass wir einen gewissen Teil vielleicht auch mal Unbehagen verspüren, wenn wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann stellen wir uns alle zu 100% dahinter. Und es gibt schon, und das finde ich wirklich klasse, und da zeigt sich Kultur, Mitarbeiter-Team-Meetings, wo ein Mitarbeiter auch wirklich aufsteht und sagt, Leute, jetzt genug diskutiert. Jetzt lasst uns bitte mal die Entscheidung treffen, denkt an die 80%-Regel. Genau, und da kommt dann die Frage, was brauchst du eigentlich, um bei 80% zu sein? Und das ist das, genau wie Werte dann gelebt werden an dem konkreten Beispiel. Finde ich ganz cool. Und wie sind die entstanden? War das ein Prozess oder habt ihr... Das ist so entstanden, dass wir irgendwann gemerkt haben, ich glaube, da waren wir so 80 Mitarbeiter, das, was wir Gründer so in uns haben und was total klar ist für uns, ist für die ganzen Mitarbeiter jetzt gar nicht mehr so klar und wir sind da ziemlich weit weggerückt, einfach durch die Anzahl der Mitarbeiter. Und haben uns dann hingesetzt mit einem Coach und haben das, was wir als Bauchgefühl immer hatten, wie TLGG funktioniert, und was so die Werte von TLGG sind, versucht zu clustern, aufzuschreiben und dadurch sind dann die 5 Werte entstanden, die wir dann mit dem Management-Team im Sparring nochmal durchgespielt haben und verfeinert haben und dann waren das die 5 Werte, die jetzt so wie die 5 Gebote da stehen. Ja. Ein Dornbusch, der brannte. Ja.